Auch ich wurde dieser Prozedur unterzogen, aus kulturellen Gründen, aus Willkür, auf Wunsch meiner Eltern. Ich leide bis heute an den körperlichen und psychischen Folgen dieses Eingriffes. Ich kann eine Gesellschaft, die körperlichen Missbrauch an Kindern toleriert, nicht akzeptieren. Es kann nicht sein, dass die Religion, die Kultur oder die Ignoranz entsprechender Eltern dazu ausreicht, die naturgegebene Anatomie eines unmündigen Kindes zu zerstören. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin genauso wenig gegen die Beschneidung, wie ich gegen Brustvergrößerungen bin. Doch wir sprechen hier über Kinder und zu oft wird diese Tatsache unter den Teppich gekehrt. Man beschäftigt sich lieber mit dem Recht Erwachsener auf Religionsfreiheit. Man möchte doch politisch korrekt handeln. Gerade wir als Deutsche mit unserer Geschichte. Gustav Heinemann sagte einmal, man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit dem Schwächsten ihrer Glieder verfährt. Ich selbst habe einen 4-jährigen Sohn und die Tatsache, dass ich Teile seines Genitals amputieren lassen dürfte, wohlgemerkt im Rahmen unserer Gesetzgebung, ist inakzeptabel, gleichwohl welcher Kultur oder Religion ich angehören sollte. Danke. Mir ist sehr wohl bewusst, dass es den meisten Männern mit ihrer Beschneidung gut geht. Sie damit gut leben und kein Problem sehen. Für diese Menschen freue ich mich sehr und ich will ihnen nicht einreden, dass ihnen etwas fehlt. Doch bleibt die Tatsache, dass sie als Kind nicht über ihren eigenen Körper verfügen konnten. Und es darf ihnen nicht erlaubt sein, diese Verletzung an die nächste Generation weiterzugeben. Unrecht bleibt Unrecht. Was ist also mit den Männern, denen es wie mir geht? Mancher mag es kaum glauben, doch es sind etliche Betroffene weltweit, die unter ihrer Beschneidung leiden. Warum wird das in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen? Nun, gerade in meinem Kulturkreis ist es undenkbar und nicht erwünscht, dass ein Mann sich Schwächen eingesteht, Leid, dass er anklagt und über seine Gefühle spricht. Und dass es bei der Beschneidung um das männliche Genital geht, um Sexualität. Das Tabu überhaupt erschwert das Ganze noch zusätzlich. Hat ein Mann doch stark zu sein, seine Eltern zu ehren und seinen Schmerz hinunterzuschlucken. Und so wird der eigene Zustand des Körpers idealisiert, ja geradezu als veredelt wahrgenommen und der natürliche Penis als ekelhaft. Und um diese Sicht zu festigen, gibt man die Verletzung eben an seine Kinder weiter. Hier muss angesetzt werden mit Aufklärung und entsprechenden Gesetzen, die das unmündige Kind schützen, anstelle Gefühle Erwachsener und religiöser Gruppen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.